Inzwischen sind wir in Martinique angekommen nach der Atlantiküberquerung, und zwar in Sainte-Anne. Das ist südlich in einer großen Ankerbucht, beziehungsweise in einer großen Bucht von Martinique. Etwas weiter rein in die Bucht ist ja Le Marin. An unserer Steuerbordseite liegt die AAA, die uns bei der Ankunft ja so nett begrüßt hat und mit der wir auch gefeiert haben. An der Backbordseite ist die Manatee, die ein paar Tage nach uns angekommen sind und mit der wir immer in Kontakt waren während der Überfahrt. Dieser hier ist schon sehr ungewöhnlich, selbstgebautes Schiff, der ist winzig und der ist damit offensichtlich auch über den Atlantik gesegelt. Wir liegen etwas weiter hinten im Ankerfeld, etwas außerhalb quasi, aber hier in der Nähe kann man auch an Land mit seinem Dinghy. Da gibt es ein kleines Dinghy-Dock, das gehört zu einem Restaurant, aber es ist frei zugänglich. Weiter vorne in der Bucht ist Le Marin, wo man wirklich alles bekommt. Es ist ein Riesenmarina da, ein Ankerfeld, ein großes Bojenfeld. Das ist schon sehr ungewöhnlich und wahrscheinlich die größte Marina in der Karibik. Wir sind nach der Atlantiküberquerung ja einige Tage oder ich glaube 2 Wochen sogar in der Ankerbucht in Sainte-Anne geblieben, beziehungsweise waren wir auch zwischendurch in Le Marin. Wir nutzen die Zeit jetzt, um uns Martinique anzuschauen im Innern. Wir fahren mit dem Mietwagen durch den Regenwald, der seinen Namen wirklich verdient hat. Es regnet ständig, aber es ist ein ganz, ganz dichter Urwald, sehr interessant. Es gibt auch einen botanischen Garten mit sehr, sehr hübschen Pflanzen. Es ist toll gemacht. Wir verbringen da jetzt aber nicht sehr viel Zeit drin, weil wir wollen weiter an die Küste. An der Ostküste besuchen wir den Ort Baie du Vauclin. Das ist eine große Bucht hinter Korallen geschützt. Die Gegend ist schon relativ ärmlich, nicht so touristisch und eigentlich auch nicht so besonders interessant, der Ort. Wir fahren schließlich weiter an die Nordwestküste nach Saint-Pierre, der ehemaligen Hauptstadt von Martinique, die 1902 komplett zerstört wurde. Wir sind jetzt hier in Saint-Pierre, die Anchorage da vorne, es liegen einige Boote und es ist eigentlich sehr ursprünglich hier der Ort. Der Anchorage ist eigentlich sehr, sehr hübsch hier. Und auch relativ viele Boote da. Das sind noch die Ruinen, die übrig geblieben sind nach dem Vulkanausbruch hier. Du Café au lait, oui, s'il vous plaît. Ah, du willst Kaffee au lait, oder? Oui, c'est ça. Du Café au lait. Wir fahren jetzt also von Martinique direkt nach Bequia. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Erstens, wir sind ja schon mal 1998 gefahren in die Karibik. Damals noch mit der ARC, mit der ARC, die letzte ARC von Jimmy Cornell. Und da war der Zielhafen Rodney Bay, in der Rodney Bay von St. Lucia. Da fahren wir diesmal vorbei und wir fahren auch in St. Vincent vorbei. Und zwar relativ weit weg vom Land. Wir fahren also über Nacht bis nach Bequia durch. Und die kleine Anekdote zu St. Vincent ist folgende. Wir sind damals, St. Vincent hatte immer schon einen schlechten Ruf irgendwie.
Da wird man übers Ohr gehauen und so weiter. Also was wir damals erlebt haben, war Folgendes. Wir haben einen Ruderer gesehen, der praktisch um Hilfe gebeten hat. Wir sind dahin gefahren. Er wollte Wasser haben, wir haben ihm Wasser gegeben und er wollte abgeschleppt werden. Er hat gesagt, er ist abgetrieben und so weiter. Und dann haben wir ihm gesagt, wo will er denn hin? Er wollte also nach Valiabou, St. Vincent. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen dich nach Valiabou. Haben ihn also in Schlepp genommen und haben ihn nach Valiabou mitgenommen. Und kaum sind wir in Valiabou angekommen, hat er die Hand aufgehalten und hat gesagt, so, er kriegt jetzt $20 von uns, weil er hat uns Valiabou gezeigt, wie man da hinkommt. Und das ist natürlich unmöglich. Und dann kommen auch gleich Leute an, die wollen praktisch hinten das Boot an den Palmen festmachen, weil da geht der Ankergrund, der geht relativ schnell nach unten, also relativ senkrecht nach unten. Und wenn man das nicht macht, werden einem nachts die Leinen durchgeschnitten. Das war so die Geschichte, die man sich so erzählte und was wahrscheinlich auch passiert ist. Das war uns also eine Lehre. Und auf der Rückfahrt haben wir auch wieder was erlebt in Valiabou, nämlich da sind wir zum Zoll gegangen, um auszuklarieren, beziehungsweise zur Einwanderungsbehörde, um auszuklarieren. Wir kamen also auch von den Grenadinen runter nach St. Vincent, nach Valiabou rein. Und die Einwanderungsbehörde war geschlossen. Draußen saß einer auf einer Bank und langweilte sich, aber die Behörde war geschlossen. Die machte irgendwie um 16 oder 17 Uhr machte sie zu. Aber es war noch vor 16, 17 Uhr, aber sie war bereits geschlossen. Also haben wir gewartet, ob nicht jemand kommt. Und dann macht plötzlich der Mann, der davor saß, macht die Tür auf, schließt sie auf, geht rein, setzt sich hinter seinen Schreibtisch. Und wir sind hingegangen, haben gesagt, ja, wir wollten eigentlich ausklarieren und so weiter. Hat er gesagt, kein Problem, das kostet jetzt extra, weil das wäre jetzt Overtime. Also vorhin war geschlossen, wir konnten nicht ausklarieren und jetzt sollten wir Overtime bezahlen. Also haben wir es nicht gemacht, sind irgendwie in die nächste Bucht gefahren und haben da irgendwo ausklariert. Das ging dann ohne Overtime-Gebühren. Also es war ganz merkwürdig, deswegen haben wir uns gesagt, diesmal, wir fahren weit an St. Vincent vorbei, außen in Lee. Und St. Vincent hat auch heute noch so ein bisschen einen komischen Ruf, ehrlich gesagt. Bis auf im Norden, wo die Blue Lagoon ist, da war man noch nie, da scheint es anders zu sein. Also wir fahren relativ weit von den Inseln weg. Da haben wir, wenn wir Glück haben, noch ein bisschen Wind, sind nicht ganz im Windschatten, fahren über Nacht durch bis nach Beckwith. Bei uns geht es gleich los. Neben uns liegt die Manatee. Hier haben wir auch einen Sailing Channel, Sailing Manatee. Und auf der anderen Seite liegt die AAA. Wir fahren jetzt nach Beckwith und die Manatee kommt 1 oder 2 Tage später auch nach und die AAA kommt dann auch nach. (6 Uhr morgens) und wir kommen jetzt in Beckwith an.
Wir mussten ziemlich bremsen, damit wir hier nicht zu früh auflaufen. Und jetzt ist genau Sonnenaufgang. Kommen viele interessante Schiffe rein in Bequia. Zum Beispiel das da, ein Dreimaster. Super klasse aus. Eine tolle Abendstimmung hier in Bequia. Die ganzen Anker liegen, die Sonne geht unter. Sieht hübsch aus. Eine Insel, die wir damals nicht besichtigt haben, war Mustique oder Mustique, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Das ist die Insel der Schönen und Reichen. Da haben also viele bekannte Stars oder wie auch immer ihre Häuser, ihre Villen. Das ist auch streng bewacht alles. Man sagt sich, also wenn man da in die Bar geht, könnte es sein, dass einem Mick Jagger über den Weg läuft. Der hat da wohl ein Haus und was weiß ich, das britische Königshaus hatte auch eine Villa und so weiter. Da sind also sehr viele, sehr Reiche, haben sich da niedergelassen. Entsprechend kann man die Insel auch nicht vollständig besichtigen, sondern nur in bestimmten Gebieten muss man bleiben und darf nicht hoch in die Gegend, wo die Villen sind. Das ist alles abgesperrt. Man darf aber auch in das Dorf, oder wir sind auch in das Dorf gegangen, wo die Locals wohnen. Aber mit Filmen und solche Sachen, das haben sie alle nicht gerne da. Gut, wir wollten es auf alle Fälle machen und wir haben die Insel jetzt mal gesehen. Man kann da an einer Boje liegen und das war so eine komische Regelung. Ich glaube, wenn man da einen Tag liegt, muss man so und so viel Dollar bezahlen und wenn man 2 Tage liegt, ist es der gleiche Preis und dann kriegt man den 3. umsonst. Also irgendwas ganz Merkwürdiges, ich habe es vergessen. Jedenfalls waren wir da ein paar Tage vor Anker und haben uns die Insel angeschaut, soweit wir durften und hatten auch noch ein etwas merkwürdiges Erlebnis, was dann gleich im Film zu sehen ist. Viel Spaß! Wir sind jetzt hier in Mustique und das Wasser ist super schön. Der Ankerplatz ist auch schön, beziehungsweise wir liegen an Bojen. Es gibt nur ein Problem, wir hatten heute Nacht eine Invasion von Fledermäusen, die sich über unsere Bananen hergemacht haben und im ganzen Salon war Kot, eine Riesensauerei. Ein bisschen rollig ist der Ankerplatz schon, weil die Welle vom Nordostpassat, die geht so ein bisschen um die Ecke rum und kommt hier rein quer, aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Riesenjachten, die hier in Mustique ankommen, aber die haben wir schon mal gesehen, glaube ich. Die Wurzeln von dem Baum sind irre da vorne. Der muss uralt sein, der Baum. Überall Conchmuscheln. Ja, das ist eine hübsche Schildkröte, ne?
Prost. Das ist gut. Perfekt. So, bis hierhin sind wir also gekommen. Im nächsten Video geht es dann weiter auf die Tobago Keys, also auf die Grenadinen. Die Tobago Keys sind ja das Highlight ein bisschen in der Karibik. Man sieht es auch auf jedem Foto. Und da werden wir uns ein bisschen rumtreiben. Und es ist ganz interessant für uns zu sehen, was sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geändert hat. Wir waren ja 1998 schon mal hier, wie ich sagte. Und da sind wir gespannt, was da jetzt anders ist. Also, wir wünschen euch viel Spaß beim nächsten Video, falls ihr es anschaut. Und ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Bis dann, also und tschüss.